Einen wunderschönen guten Morgen aus St. Lucia in der Karibik, ihr Lieben. Ja, genauer gesagt liegt die MSC Seaside heute in Castries. Das ist ja die Hauptstadt dieser wunderschönen Insel, die seit 40 Jahren von den Briten unabhängig ist. Ja, und wie ihr am Licht vielleicht sehen könnt, es ist bereits später Nachmittag, also gar nicht mal so sehr früh am Morgen. Warum ich das also jetzt erst alles erzähle, liegt einfach daran, dass es heute Morgen bei uns wahnsinnig stressig zuging. Das war nicht die Schuld von MSC, sondern unsere eigene. Wir hatten es tatsächlich total verschwitzt, die Handys auf die entsprechende Ortszeit umzustellen. Und so sind wir heute Morgen dann ja mit einer Stunde zu wenig aufgewacht und dementsprechend war das dann heute Morgen sehr, sehr hektisch. Hinzu kam natürlich, dass wir auch ein bisschen Pech hatten mit unserem für heute gebuchten Ausflug. Eigentlich wollten wir heute schnorcheln gehen, das Ganze über MSC. Das wurde gestern Nachmittag kurzfristig abgesagt aufgrund der Wetterverhältnisse. Heute war es sehr, sehr windig in St. Lucia. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann buchen wir eben über Get Your Guide einen Strandtransfer zum berühmten Vigi Beach, einem der schönsten Strände der Insel. Das hat auch erstmal wunderbar alles online funktioniert, bis wir dann heute Morgen sehr hektisch, wie gesagt, an den Treffpunkt kamen. Da meinte dann derjenige, der uns holen sollte, per Anruf, nee, kann er leider nicht, denn es gibt zu wenig Anmeldungen für diesen Ausflug. Also war das dann auch nichts und dann haben wir eben gesagt, gut, dann geht's eben jetzt mit den örtlichen Taxis zum Vigi Beach. Auch das war absolut kein Problem. Es gibt eine Menge nette, freundliche Taxifahrer, die ihr einfach direkt am Ausgang des Hafens fragen könnt und die bringen euch dann wirklich auch für kleines Geld zum Vigi Beach. Ja, was wir dort erlebt haben, wie es war, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß am Vigi Beach von St. Lucia. Ja, ihr Lieben, ich stehe hier am Vigi Beach, einem der schönsten Strände von St. Lucia, flach abfallend, feinsandig. Genauso stellt man sich einen karibischen Badestrand vor. Ja, und die Brandung hat es auch ein bisschen in sich. Es gibt schöne Wellen, durch die man durchspringen kann, gerade wenn es etwas windiger ist, so wie heute hier. Ja, und auch die Infrastruktur stimmt. Es gibt Restaurants, es gibt Toiletten, die gegen Gebühr benutzbar sind. Bezahlt wird übrigens in Bar und vorwiegend in US-Dollar. Ja, dann würde ich mal sagen, rein ins Wasser. Ja, ihr Lieben, das war ja also unser Badevormittag hier am Vigi Beach auf St. Lucia, einem wirklich tollen Strand mit wunderbaren Wellen zum Baden. Uns hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier im Wasser zu toben und zu planschen. Von daher absolute Empfehlung von uns. Wenn ihr einen entspannten Strandtag genießen wollt, dann kommt ruhig hier an den Vigi Beach. Das Ganze ist nicht weit vom Schiff entfernt und sehr, sehr preiswert mit den örtlichen Taxis zu erreichen. Ja, mit so einem Taxi geht es für uns jetzt auch zurück an Bord. Wir melden uns dann wieder vom Schiff. Ja, ihr Lieben, so viel also zu unserem Besuch am Vigi Beach von St. Lucia und ihr seht schon an meiner Hautfarbe. Ja, ich war wirklich lange im Wasser, weil es mir einfach extrem gut gefallen hat. Heute Tine und Benny ging es genauso. Ja, und da bleibt man dann eben noch etwas länger drin, als man eigentlich drin bleiben sollte. Ja, das wird ein Fall für die Abremilch heute Abend. Aber wie dem auch sei, ein wunderschöner Strand, flach abfallend, feinsandig, so wie man sich wirklich einen Badetraumstrand in der Karibik wünscht. Klar, der Wellengang ist ein bisschen höher, als man es vielleicht jetzt von lauschigen Stränden im Mittelmeer kennt.
Deswegen vielleicht nicht unbedingt für die kleinsten Kinder geeignet, aber ich sag mal, sobald eure Kinder schwimmen können, sollte das kein großes Problem sein, wenn ihr sie beim Baden im Wasser begleitet. Uns hat es jedenfalls unheimlich viel Spaß gemacht, dort heute zu schwimmen. Ja, und auch der Service um den Strand herum funktioniert tadellos. Die Einheimischen sind extrem freundlich, super hilfsbereit und ja, ihr könnt euch da problemlos eure Strandliegen mieten. Ihr könnt problemlos dort was zu essen holen. Ihr könnt dort auf eine saubere Toilette gehen, die auch von der WC-Dame gereinigt wird. Das Ganze, wie gesagt, ist mit US-Dollar zu bezahlen. Idealerweise habt ihr das in bar dabei, denn mit Kreditkarten kommt ihr dort nicht allzu weit, muss man sagen. Ja, also nehmt euch auf jeden Fall ein paar Scheinchen mit, aber es hat sich definitiv gelohnt, heute dahin zu fahren. Ja, für uns geht es jetzt gleich zum Abendessen. Vorher gibt es natürlich noch eine Timelapse vom Auslaufen aus Castries in St. Lucia und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant an Bord von MSC Seaside. Ja, und das war einmal mehr grundsolide, mediterran inspirierte Kreuzfahrtküche, ganz so wie man das eben von MSC Cruises kennt. Ja, und das wär's dann auch für diesen Vlog gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo und schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr eine große Menge an Hafeninfos, Landausflugsideen und Kreuzfahrtangeboten. Morgen geht's dann für euch und für uns in Bridgetown auf Barbados weiter. Wir fahren mit dem Katamaran und gehen schnorcheln. Und mit ein bisschen Glück sehen wir auch ein paar Schildkröten. Es wird also auf jeden Fall super spannend und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei wärt. Bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.